Irgendwas muss doch schiefgegangen sein. Warum hassen mich denn alle? Mein Name ist Philipp Kufler und ich arbeite als Künstler. Lieber Philipp, herzlich willkommen in Frankfurt. Beziehungsweise sind wir gerade in Offenbach, hier im Büsing-Park vor dem Monopterus. Auch in deinem Film Lana Kaiser sehen wir einen Monopterus. Worum geht es in deiner Arbeit, Lana Kaiser? Der Film ist ein sehr persönliches Porträt von Lana Kaiser und reflektiert vor allem auch die Zeit, in der Lana Kaiser berühmt geworden ist, Anfang der 2000er Jahre durch die Fernsehsendung Deutschland sucht den Superstar. Und es ist eigentlich auch eine Reflexion über die Medien. Und damals hat sie sich vor allem weder männlich noch weiblich identifiziert. Das Wort nicht-binär wurde aber damals im deutschen Sprachgebrauch noch gar nicht verwendet. Aber hatte eigentlich auch ein sehr großes Selbstbewusstsein, trotz ihres Alters, sich nicht konform zu geben. Und es ist eine Reflexion darüber, wie die Medien auch darauf reagiert haben und wie queere Menschen auch außerhalb von Deutschland als Freak oder als jemand anderes porträtiert worden ist und eigentlich auch total benutzt worden sind von den Medien. Sie wurde ja deutschlandweit als Daniel Kübelböck bekannt und änderte dann kurz vor ihrem Verschwinden den Namen zu Lana Kaiser um. Genau, 2018 ist sie verschwunden auf dem Weg in die USA, nach New York, von einem Kreuzfahrtschiff. Ihr Körper wurde leider nie gefunden. Und ihr Verschwinden dann 2018 hat dann eigentlich auch nochmal, es ist in mir ausgelöst, mich nochmal intensiver mit ihr zu beschäftigen. Ich verwende vor allem die weiblichen Pronomen nur noch, weil eben auch wenn in der Berichterstattung nach dem Verschwinden die ganze Zeit auch über ihre Transsexualität gesprochen wurde, hat keine der Medien die Schlussfolgerung gezogen und ihren Wunsch auf geschlechtliche Selbstbestimmung ernst genommen. Und deswegen ist natürlich allein der Titel auch schon eine Art von Hommage, die eben dieses Recht auf sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung von ihr auch ernst nehmen möchte. Wie hat sich der Film entwickelt, von der ersten Idee bis zur Umsetzung? Mit 13 habe ich sie damals bei Deutschland sucht den Superstar im Fernsehen gesehen und war eigentlich von der ersten Sekunde an total fasziniert und begeistert von ihr und war eigentlich davor gar kein Freund von Reality-TV-Formaten und auch danach nicht mehr. Und habe dann jede Folge, jede Motto-Show von Deutschland sucht den Superstar angeschaut. Und es gab damals, weil sie eben extrem dargestellt worden ist in den Medien, gab es eine sehr große Abneigung, weil natürlich auch dieses Nicht-Binäre und diese Offenheit von ihr von sehr vielen auch angegriffen worden ist, aber auch die Medien das eben ausgeschlachtet haben. Und es gab viele Fans, die sich im Internet dann getroffen haben. Das war natürlich lange vor Facebook zum Beispiel. Und die Fans haben dann ganz kleine Files, irgendwie 3 Megabyte Files für 5 Minuten Video von einem Fan zum anderen Fan. Und die ganzen öffentlichen Fernsehanstalten, die haben Archive, auf die man zurückgreifen kann, aber die privaten Sender haben keine Archive, auf die ich zurückgreifen kann. Deswegen gab es für mich auch nur diese sehr crisselige, diese sehr pixelige Bilder aus den frühen Nullerjahren. Aber das fand ich eigentlich dann auch besser, weil ich finde, diese Materialität erzählt auch so total viel von der Distanz, aber auch von der Nähe von dem Material, das wir zu dem Material jetzt haben. Und oft hat es ja fast was Abstraktes, weil es so pixelig wird. Klar, irgendwie ein 5 Minuten Videofile, 3 Megabyte, dass man überhaupt was erkennt, verstehe ich fast gar nicht. Aber das war die Materialien, auf die ich Zugriff gehabt habe. Daniel, ich komme aus Eckenfelden. Also es ist eine Kleinstadt in Niederbayern, eine coole Stadt. Und ja, und jetzt bin ich da. Daniel, wie soll ich jetzt sagen zu dir? Fräulein Daniel oder Herr Daniel? Und ich denke, dass einfach im Kindergarten was Neues reingehört. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich was ganz Neues bin, aber einfach ein bisschen was Lustiges und Humorvolles. Und ich kann auch sagen, ich fühle mich nicht männlich. Ich
Ich fühle mich nicht weiblich. Ich fühle mich... Jetzt machst du es aber spannend. Gut. Und auf dem Computer von meinen Eltern habe ich dann die Files nach ihrem Verschwinden nochmal angeschaut, auf dem alten Computer den wieder angeschlossen und war auf einmal wieder total begeistert davon, weil mich ihr Verschwinden auch mitgenommen hat. War das jetzt mal aus einer sehr persönlichen Interesse auch heraus, dass ich mich wieder mit ihr beschäftigt habe. Auch wo ich über mein eigenes Medienverhalten als Jugendlicher noch mal sehr viel reflektiert habe oder auch mit einer gewissen Selbstscham als queerer Mensch, mit der ich aufgewachsen bin. Wie arg wurde diese Selbstscham natürlich auch geprägt durch die Medien zum Beispiel. Und so hat dann eigentlich dieses Anschauen von den Videos total viel in mir ausgelöst. Und ich glaube, deswegen berührt es sehr viele Menschen auch so, weil viele Leute dann vielleicht auch eine Abneigung gehabt haben, aber jetzt erst verstehen, wie diese Abneigung eigentlich medial produziert worden ist. Du schreibst dich auch selbst in den Film ein und tanzt mit einem roten Tuch. Ist das auch als so eine Art Befreiungsakt zu begreifen? Es hat für mich so was Persönliches gehabt, aber ich wollte jetzt zum Beispiel keinen Voice-Over machen. Das hatte fast was Therapeutisches. Also so die Fernsehausschnitte dann aus den 50er Jahren anzuschauen und dann abends wieder zu tanzen, das war immer auch so ein Tool für mich irgendwie mit den Ausschnitten, die ich dort gesehen habe und so nah an mich wieder rangelassen habe, auch umzugehen. Und irgendwie, das wollte ich sichtbar machen, dieses Tanzen. Weil ich glaube, das Tanzen war auch bei ihr auch etwas ganz stark Befreiendes irgendwie. Also sie war ja wahnsinnig gern auch auf der Bühne. Und wenn heute ihr Leben dann noch tragisch dargestellt wird, finde ich, greift das auch zu kurz. Sie hatte so eine wahnsinnige Lebensfreude bei den Konzerten. Deswegen gab es auch so treue Fans, die sie bis zum Ende ihrer Karriere über 16 Jahre lang bei den Konzerten verfolgt haben. Du überblendest auch die Filmausschnitte mit Musik, die von Rory Pilgrim komponiert wurde und gibst dem Film auch dadurch eine andere Narration. Wie möchtest du, dass Lana Kaiser in Erinnerung bleibt und wie kam die Zusammenarbeit mit Rory Pilgrim zustande? Das war eigentlich so das wahnsinnig Schwierige und weil natürlich eine Narration durch diese Formate schon so gegeben war und ich aber so ein großes Problem genau mit der Narration um Lana Kaiser, vor allem in den Anfängen ihrer Karriere, aber auch danach so ein großes Problem gehabt habe. Und ich wollte dann eben eine eigene Emotionalität finden. Und ich habe dann Rory Pilgrim eben gefragt, ob er nicht Musik dafür den Film komponieren möchte. Und er hat dann die 3 Lieder komponiert. Und das waren dann eben sehr viele Gespräche, die ich mit Rory dann über Lana Kaiser geführt habe. Teile von den Gesprächen wurden dann zum Beispiel auch zu den Songtexten von den Liedern. Und ich glaube, das berührt uns auch in unserer künstlerischen Praxis. Inwiefern begreifst du Lana Kaiser eben auch durch die neue Narration, die der Film bekommen hat, als Medienkritik? Ich glaube, Medienkritik und natürlich auch Gesellschaftskritik. Man darf nicht vergessen, dass Anfang der 2000er, das war ein Zeitpunkt, wo zum Beispiel Queer außerhalb des akademischen Kulturwissenschaften fast gar nicht verwendet worden ist. Es war eine Zeit, in der auch die Schwulen- und Lesben-Szene vor allem zu dem Zeitpunkt sehr normativ war. Es gab eine wahnsinnige Anpassung und es gab irgendwie so ein Versprechen, wenn wir uns jetzt an die Normen und die Ordnungen der Gesellschaft anpassen, dass wir dann vielleicht endgültig die Akzeptanz über unser Leben bekommen. Lana wurde ja auch innerhalb der schwulen Szene zum Beispiel wahnsinnig angegriffen, weil ihr Auftreten nicht binär, würde man heute sagen, wo dann vielleicht 10 Jahre später Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest, die auch in einem anderen Alter war, das ganz bewusst einsetzen konnte, wurde Lana eigentlich, sie hat nie den Respekt dafür bekommen,
für die Pionierarbeit, die sie eigentlich geleistet hat, was leider nicht sehr untypisch sind, dass vor allem Transmenschen in ihrer Pionierleistung eben nicht anerkannt werden. Und damals war es natürlich dann auch eine Zeit, wo eine gewisse Homophobie und Transphobie auch noch so sehr salonfähig war, wenn wir zum Beispiel eben an Stefan Raab oder an diese Ausschnitte denken. Aber es hat sich auch sehr viel in der Sprache und in unserem Blickwinkel geändert. Ich glaube vor allem die letzten Jahre, aber es ist nie ein linearer Prozess natürlich. Wenn wir nicht daran erinnern, dann verschwinden diese Geschichten auch ganz schnell wieder.